Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir müssen uns heute unbedingt das Thema Zwingen anschauen. Warum? Viele von euch werden nur solche Zwingen im Einsatz haben, aber damit hast du einige Probleme, die eben andere Zwingen wunderbar lösen können. Deswegen habe ich Patricia von Besse hier und wir werden euch mal zeigen, was die können. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Patricia, denn du warst ja letztes Jahr schon mal bei uns in einem Messevideo, genau. Bei der Holzhandwerk. Ja. Und schön, dass du heute endlich da bist. Ich habe hart gekämpft, dass du da bist, weil ich wollte, dass ihr alle Informationen von Patricia bekommt. Zu Zwingen gibt es so viel zu sagen und ich muss sagen, ja, ich kenne die Produkte alle so grob, aber da gibt es so viel im Detail, wo wir einfach mal drüber sprechen müssen. Ganz genau. Und da gibt es einfach auch Zwingen, die wir tatsächlich schon länger auch haben, aber uns ist einfach nochmal wichtig war, die jetzt hier zu zeigen, weil die teilweise immer wieder für Wow-Momente auf den Messen sorgen, gerade bei den Anwendern, und deswegen gehen wir da heute nochmal drauf ein. Wow-Moment ist genau das Thema. Als ich die hier das allererste Mal in der Hand hatte, habe ich gedacht, ja, ist halt eine Zwinge. Ich habe das benutzt und hier und da und dann irgendwann ist mir die kaputt gegangen quasi, weil auf einmal so, oh, was ist denn hier los? Genau. Und dann habe ich gedacht, wow, was ist denn hier los? Das ist einer von diesen klassischen Wow-Momenten, ganz genau. Die EZ360, unsere Einhandzwinge mit drehbarem Griff, ist auch von uns patentiert. Und du hast jetzt schon ganz richtig gesagt, es ist im ersten Moment eine normale Zwinge. Ich kann mit der spannen, ich kann mit der spreizen. Ich habe bis zu 140 Kilo Spannkraft in der Größe. Und was jetzt hier eben so besonders ist, ist, dass ich diesen Griff 360 Grad um die Schiene drehen kann. Das heißt, ich kann ihn mir dahin drehen, wo er mir angenehm ist oder wo er mir nicht im Weg ist. Das sind dann es passiert in 12 verschiedenen Raststufen. Das ist wichtig, damit es dann auch nicht wackelt, wenn ich dann die Position habe. Und dadurch ergeben sich eben Möglichkeiten, wie zum Beispiel, ich spanne oben was an oder ich spanne überm Tisch was an. Und der Griff, den kann ich mir halt immer dahin drehen, wo er für mich angenehm ist, wo er für mich ergonomisch ist. Du sprichst etwas an, wo man erstmal das Problem wirklich verstehen muss. Wenn man einfach so Zwingen benutzt, so in der normalen Nutzung, würde man erstmal denken, das brauche ich eigentlich gar nicht. Wenn man es aber das erste Mal benutzt hat und dann sagt, warte mal, jetzt kann ich das so, ich muss es ja so machen, weil, nee, ich kann es ja einfach so ran tun, das zur Seite mir tun und dann kann ich halt weiterarbeiten. Das ist an so vielen Stellen nützlich, man glaubt das gar nicht. Ja, genau. Das ist wirklich erstaunlich und ich möchte es eigentlich auch nicht mehr missen, muss ich sagen. Genau, also da lösen wir halt Probleme, die merkt man dann erst in der Anwendung, also wie ich jetzt gerade gesagt habe, wenn du zum Beispiel oben was anspannst und dann kann man sich jetzt halt den Griff runterdrehen und hat das Problem dann gelöst. Und die kommt auch tatsächlich so gut an, also die gibt es jetzt so seit circa bisschen mehr als 2 Jahren in dieser Variante. Also da gibt es 4 verschiedene Längen. Die gibt es in 15, 30, 45 und 60. Genau, und jetzt seit diesem Jahr haben wir nochmal 3 neue Größen auf den Markt gebracht. Und zwar einmal die beiden hier. Man sieht schon, die sind so ein bisschen kompakter. Ja. Die haben eine kürzere Ausladung. Also hier sind wir mit 6 cm Ausladung, die hier waren 8. Und von der Länge her gibt es die 2 Varianten. Einmal die 15er Spannweite und hier einmal die 30er Spannweite. Und dann gibt es tatsächlich aber sogar noch eine kleinere Variante, die haben wir jetzt leider nicht hier, aber die basiert auf dem Vorgängermodell, auf der ganz kleinen EZS. Und von der Größe her gibt es jetzt quasi die auch mit dem drehbaren Griff. Das heißt, ich habe eine 4 cm Ausladung und eine 11 cm Spannweite. Und auch bei der kann ich dann den Griff drehen. Und in der Größe ist natürlich super cool, weil es mir dann nochmal viel mehr Möglichkeiten, gerade so im Modellbau oder so wenn du kleine Sachen machst. Ja, genau, weil das ist natürlich schon groß. Mächtig. Genau. Und in der Größe und auch hier sind wir schon ein bisschen feiner. Da kann ich einfach nochmal in engeren Arbeitsbereichen jetzt auch diesen Vorteil von dem drehbaren Griff nutzen. Und das finde ich super cool. So, wir haben mal umgebaut, weil wir haben gesagt, Mensch, die ganze Zeit von drehen und hier und da passt nicht zu reden, macht ja keinen Sinn. Deswegen haben wir den Tisch jetzt mal anders hier aufgebaut. Und jetzt kannst du vielleicht mal zeigen, was das Problem eigentlich ist. Denn du kannst hier mal was festzwingen, und dann sehen wir nämlich gleich, irgendwann wird es eng. Genau, weil es geht ja nicht nur um die Ergonomie von dem Griff, was mich betrifft, so wo ist es mir angenehm, sondern eben auch um das Arbeiten auf engen Platzverhältnissen. Also wenn ich jetzt hier eine klassische Einhandzwinge nehme, die jetzt keine Möglichkeit hat, den Griff zu drehen, dann sehe ich jetzt schon, irgendwie wird es jetzt blöd. Ja. Wenn ich daneben noch eine Zwinge setzen will, dann ist es irgendwie doof, weil mir die Griffe immer gegenseitig im Weg sind. Und das Problem lösen wir halt auch mit den neuen drehbaren Einhandzwingen, wenn du diesmal selber da vielleicht reinspannen willst. So, wir haben jetzt hier Nummer 1 festgezogen. Und ja. Jetzt
könnten wir Nummer 2 hier ansetzen, aber erstmal ganz genau sofort wegdrehen und können jetzt sofort hier auch ansetzen und können hier ringsrum überall arbeiten. Genau. Können jetzt auch, keine Ahnung, 10 Stück hier hinsetzen. Eben. Und können das Seite drehen. Ja. Und das macht einen riesen Unterschied. Und das muss nicht immer auch die ganze Drehung sein. Das kann manchmal auch nur so ein bisschen zur Seite sein, je nachdem, wo man das Ganze braucht. Ja, genau. Und im Grunde für mich ist es so, dass ich finde die jetzt obsolet. Also bei mir, wenn ich jetzt privat was kaufen würde, ich würde nur noch die kaufen und die anderen gar nicht mehr. Weil am Ende, die kosten vielleicht, sag mal, 3, 5, 10, irgendeinen Euro mehr. Nicht mal, ja. Aber sie sind ein echter Gamechanger. Ja, sie ändern wirklich ganz viel in der Benutzung. Ja. Aber die Zwingen können noch mehr als einfach nur festzwingen. Ja, das ist mir nochmal wichtig, das zu sagen und auch nochmal zu zeigen. Sie können ja auch nicht nur zwingen, sondern ich kann sie ja auseinanderbauen. Genau, du kannst die ganz einfach werkzeuglos umbauen. Genau richtig, also ich löse über diesen Knopf das Oberteil, stecke es auf der gegenüberliegenden Seite an der Schiene wieder an und sofort kann ich die Zwinge auch zum Spreizen benutzen. Genau. Also ja, wie gesagt, mega einfach, kein Werkzeug erforderlich und du kannst spannen oder spreizen. Ich habe hier eine Kunststoffeinlage hier oben drauf. Oder ist das Gummi? Was ist das eigentlich? Also auf jeden Fall ist es flexibel, kann man sagen. So, warum kann ich das überhaupt abmachen? Wenn die abgenutzt sind, dann kannst du die auch austauschen. Also die haben wir als Ersatzteile, weil die sind ja dafür da, um meine Materialien und Oberflächen zu schützen. Und wenn die irgendwann, oder wenn ich sie verloren habe, warum auch immer, kann ich die einfach austauschen. Ich mache es jetzt nochmal, dass ich zeige, wie schnell man das Ganze umbaut. Das geht wirklich rasend schnell. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Ja. Ich muss sagen, du hast ja von die mal gezeigt, die kannte ich so noch gar nicht in der Größe. Und dass sie jetzt ganz noch neu. kleiner gibt, das ist echt cool. Ja. Muss ich sagen. Das ist so, wenn man so kleinere Sachen baut, muss ich sagen, das ist schon, da kommt bei mir so ein Haben-Wollen-Gefühl schon sofort hoch. Ja, genau. Weil die klassischen Einhandzwingen haben ja dann manchmal genau dasselbe Problem. Hatte ich gerade, ich glaube, letzte Woche oder so. Ja, und in der Größe, also in der EZ360M-Version, haben wir immer noch 75 Kilo Spannkraft und in der ganz kleinen, die wir jetzt leider nicht da haben, die gibt es immer im Zweierset, das ist die EZ360S-Version und die hat sogar auch noch 40 Kilo Spannkraft. Also dafür, dass sie so klein ist, sind die wirklich noch mega stark. Also man muss ja sagen, was hast du gesagt, 75 Kilo? 75 Kilo sind 75 Kilo. Ja, genau, also für die Größe ist es wirklich wahnsinnig. Also ich denke mal, in der Größe brauchen wir auch nicht mehr. Nee. Also sollte ausreichen für die Arbeiten, die ich mit der Zwinge mache. So, dann habe ich noch eine weitere Zwinge heute dabei. Mit der lösen wir nämlich ein anderes Problem. Okay. Wenn du mal versuchst, mit so einer klassischen Tempogusszwinge jetzt mal hier was reinzuspannen. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Sollte. Und jetzt merkst du schon, da ist auch ein Griff im Weg. Ja, schwierig. Aber jetzt könnte ich ja den Griff zur Seite. Nein, das geht natürlich nicht. Also hier geht es nicht, das funktioniert nicht. Genau. Okay. Und deswegen habe ich unsere Getriebezwinge dabei. Und wenn du die jetzt mal so anguckst, siehst du schon, irgendwas ist anders. Nämlich, ich habe den Griff um die Schiene gebaut. Genau, ich habe jetzt hier, wenn man das jetzt mal sich anschaut, ist das ja eine komplett andere Logik. Ja. Und das Interessante ist, wenn man das jetzt mal benutzt, sieht man auch wirklich, wie das hier übersetzt wird nach oben. Genau. Das heißt, das hier fährt hier rein und raus. Ja, also alles, was du quasi an dem Griff drehst, wird 1:1 auf die Spindel übertragen und kommt dann hier raus. Also du hast halt den Vorteil, dass der Griff nicht da ist, wo er sonst ist, nämlich unterhalb der Spindel, sondern der Griff ist hier um die Schiene konzipiert. Und wenn du jetzt das Gleiche nochmal versuchst, die hier reinzusetzen, dann merkst du ganz genau den Unterschied. Ja. Ich komme jetzt einfach in solche engen Räume rein und habe den Griff nicht im Weg. Und fest. Und fest, genau. Okay. Das heißt, es löst auch ein anderes Problem, wenn du enge Bauräume hast, wie jetzt zum Beispiel hier an der Stelle. Genau, wenn du nah an der Wand spannst. Ich möchte jetzt hier irgendwo was festmachen, dann, das ist meinetwegen noch länger, dann wird es hier blöd. Ja, kann ich hier hinten gerade noch so, ja. Aber wie mache ich es sonst anders? Ja? Das funktioniert einfach nicht. Das kann ich hier auch lösen, indem ich das einfach hier ansetze. Ich muss sagen, das hier das fährt sich sehr schön. Ja, genau. Also die Schnellverschiebetaste ist super zum Vormontieren, also zum Einstellen. Dann setze ich an und dann eben über das Drehen kriege ich da die Spannkraft raus. Ist auch was der Anwender immer wieder super findet, dass ich hier übers Drehen die Spannkraft drauf kriege, weil da spürt man so ein bisschen mehr, wie fest es tatsächlich ist. Also wir haben hier bis zu 200 Kilo Spannkraft bei den 4 Größen, die wir haben. Also ist auch wirklich, die hat auch Power. Und ja, höre ich einfach ganz oft, dass es ein schönes Gefühl ist, über dieses Drehen die Spannkraft drauf zu kriegen. Und manche sagen, mögen sie halt lieber als jetzt so ein Pumpgriff zum Beispiel. Ja, muss ich auch sagen, weil man merkt so irgendwo, jetzt ist so endfest. Ja, genau. Mehr geht halt nicht. Genau. Was ich übrigens schön finde, ist allgemein die
ja, ist das Gummierung oder die Form des Griffs und wie die Haptik. Ergonomisch. Das ist wirklich schön. Also man rutscht nicht ab und trotzdem ist es auch nicht zu weich. Weil wenn es zu weich ist, dann greifst du so ein bisschen rein, ist auch komisch. Genau. Nee, das kann man nicht sagen. Ja. Das hier ist, wie sagt man das hier? Das ist beweglich, also das heißt, es passt sich auch noch ans Werkstück an. Wenn ich jetzt mal was nicht Paralleles habe oder was, dann ist diese schwenkbare Druckplatte halt eben auch geschickt, weil sie sich eben anpasst. Und aber deswegen bist du da, wird. eine schwenkbare Druckplatte. Genau. Wäre ich nie darauf gekommen, wie das heißt. Ja, aber eine schöne Sache. Gibt es das auch in anderen Größen? Also nochmal größer, breiter oder kleiner? Also von der Ausladung her sind wir da quasi immer gleich. Sind wir hier auf der Größe. Wir haben aber diese 4 Spannlängen. Also wir haben einmal die kleinste mit 15 cm, 30, 45 und 60 cm wäre dann die längste von der Getriebezwinge. Ja. Das ist eine tolle Sache. Das ist ganz klassisch, wo ich sage, sollte man sich ein paar hinlegen. Weil wenn man das in dem Moment braucht, dass du sagst, so, dann kann das für dich eine Menge lösen. Ja, die sorgt halt auch, wie gesagt, für solche Wow-Momente dann, wo der Kunde sagt, kenne ich noch gar nicht, hätte ich schon oft gebraucht. Ja, absolut. So, nächste Zwinge, nächster Wow-Effekt. Okay. Wir haben hier unsere Klee-Clamp und ich frage dich jetzt einfach mal, schätz mal, was das wiegt oder was die Zwinge wiegt. Das ist extrem leicht. Ja, ganz genau. Also gefühlt hätte ich gesagt 100, 200 Gramm. Ich glaube, ein bisschen mehr ist es. Bin minimal vorbereitet. Ich habe mein Handy jetzt mal daneben. Und ich würde sagen, nur vom Gefühl hätte ich sogar gesagt, dass die Zwinge weniger wiegt als mein Handy. Also ich weiß nicht genau, was dein Handy wiegt, aber die Zwinge ist auf jeden Fall super leicht. Die wiegt um die 300 Gramm in der Größe. Das liegt daran, dass unsere Klee-Clamps aus Magnesium-Druckguss sind, was ein super leichtes Material ist. Und deswegen macht das die Zwinge so ergonomisch und so geschickt, wenn ich sie mit auf Montage nehme für irgendwelche Arbeiten, ich weiß nicht, auf dem Dach an irgendwelchen Fassaden, weil ich einfach nicht eine Zwinge, zum Beispiel eine Ganzstahlzwinge, die kann ich natürlich von der Spannkraft her nicht vergleichen, die wiegt aber ungefähr 3-mal so viel, wenn ich die miteinander vergleiche. Und wenn ich ganz viele Zwingen brauche irgendwo auf meiner Baustelle oder was auch immer, dann ist es natürlich angenehmer, mit solchen Leichtgewichten zu arbeiten. Ja, irgendwann wird es ein Gewichtsthema, ja? Ja. Absolut. Ja, und wenn man jetzt von hier kommt und sagt, naja, das habe ich noch auf dem Auto liegen, möchte irgendwo was festzwingen. Genau. Und die Spannkraft, die ich hier habe, brauche ich in der Regel gar nicht. Das ist nämlich das Thema. Wenn ich es brauche, brauche ich es, okay. Ja? Ja. Aber das ist jetzt auch nicht vergleichbar. Eben. Wenn du jetzt sagst, okay, wie viel Spannkraft habe ich hier? Also mit denen komme ich bis zu Druckkraft? 1200 Newton, also 120 Kilo. 120 Kilo? Ja. Und wenn man sich überlegt, 120 Kilo mit 300 Gramm Gewicht, das ist schon richtig krass. Ja, das ist krass. Cool. Und was bei der eben auch noch so ein Vorteil ist, dadurch, dass ich hier die Hebelvariante habe, ist die, wenn die angezogen ist, auch vibrationssicher. Weil so eine Spindel kann sich ja immer mal wieder, wenn irgendwas vibriert, aufdrehen. Und das habe ich durch diesen Griff auch quasi umgangen. Ist also noch ein weiterer Vorteil, dass sie vibrationssicher ist. Dann habe ich hier drunter nämlich auch noch, wenn ich die Schutzkappe runternehme, ein Kreuzprisma. Das sorgt einfach auch noch mal ein bisschen für mehr Grip. Hauptvorteil hier oder was hier quasi dieser Wow-Effekt ist immer, wenn man sie jemandem gibt, denkt er sich, boah, die ist richtig krass leicht. Also man könnte im ersten Moment wirklich denken, das ist Kunststoff. Also alles. Ja. Das ist wirklich super leicht. Was ich, das hast du gar nicht so erwähnt, ist die Geschwindigkeit. Ich mag dieses Hochranfest. Genau. Das ist also nicht drehen, nicht machen, du musst auch nicht pumpen, das ist alles schön, aber die Geschwindigkeit, die ich habe, ist einfach extrem cool. Ich bin bis zu 5-mal schneller mit dem Griff, als wie jetzt mit einem... Und Zeit ist Geld. Ja. Genau. Am Ende ist es ja so. Ja. Und was mir hier noch aufgefallen ist, dass hier ist ja einige Dinge sind hier auch aus Kunststoff. Ja. Ja, und jetzt könnte man sagen, okay, die Klemmvorrichtung hier aus Kunststoff, wie lange wird denn das halten? Aber du hast mir vorhin gesagt, das ist nicht einfach irgendein Kunststoff. Genau, das ist glasfaserverstärkter Kunststoff, also die sind wirklich sehr stabil. Lass uns das Ganze doch mal in der Anwendung anschauen. Ihr habt gerade gesehen, wie leicht und schnell das vor allem ging, aber jetzt brauchst du auch ganz viele davon und dafür habt ihr ja noch eine Lösung. Ihr habt so einen Systener hier. Genau. Wie viele sind da drin? Also im Systener sind 16 Stück drin, von 4 verschiedenen Größen. Wir haben in Summe 6 verschiedene Größen. Also bei uns geht die Klee-Clamp von einer 12er Länge, also 120er Spannweite, bis zu einer 40er, wäre dann die größte. Die Ausladungen sind immer 8 cm bei der Klee-Clamp. Und wie du gerade so schön gesagt hast, von der braucht man ja manchmal viele. Und weil sie so leicht ist, nimmt man sie gern mit. Deswegen haben wir den bestückten Systener. Da sind die 12er, die 16er, die 20er und die 25er drin, also von der Spannweite her. Und da sind von jeder Größe 4 Stück drin. Und das, was du gesagt hast, ist immer ganz wichtig. Wenn die normal schwer wären, könntest du den Systener quasi nicht tragen. Genau. In der Gewichtsklasse gar kein Problem. Genau.
Neue Zwinge, neues Glück. Und ich muss sagen, die kenne ich wirklich gar nicht. Habe ich noch nicht gesehen, gerochen, gehört, gar nichts. Ist die auch unbekannt oder ist das eine Zwinge, die eigentlich jeder kennt, nur ich nicht? Also die Zwinge ist tatsächlich nicht neu, die haben wir schon ganz lange im Programm. Wir würden uns auch wünschen, dass mehr Leute sie kennen, weil das, was die kann, ist eigentlich super cool und ist die einzige, die das so kann. Das ist nämlich unsere Duo Clamp und man ist es ja von den Bessey Zwingen gewohnt, dass man spannen und spreizen kann. Ja. Was die jetzt aber kann, die kann quasi auf Knopfdruck beides. Ich kann nämlich spannen und habe hier diesen Drehgriff und wenn ich den umstelle, tut sie spreizen. Und das ist die einzige Zwinge, die das eigentlich kann, ohne dass ich irgendwie das Oberteil umbauen muss, wie wir es vorhin bei unseren EZ360ern gesehen haben oder bei generell unseren Einhandzwingen, sondern hier kann ich es wirklich einfach per Knopfdruck umstellen. Und dadurch habe ich halt eine richtig gute Einhandbedienung. Ich finde die auch angenehm in der Hand, weil der Griff hier zur Schiene verläuft. Also ich finde, da kann ich wirklich richtig gut mit einer Hand mitarbeiten und mit einer Hand spannen und eben spreizen. Deswegen finde ich es schade, dass du die jetzt auch noch nicht kanntest, weil ich glaube, so geht es einigen. Und deswegen ist mir wichtig, dass ich die heute mitgebracht habe. Ich frage mich die ganze Zeit nur, wann muss ich so schnell immer hin und her wechseln? Aber es ist natürlich ein Punkt. Bei dem anderen muss ich wirklich den Knopf drücken, muss es umlegen und muss es wirklich jedes Mal wirklich umstellen. Ja, hier ist es eben nicht der Fall. Hier habe ich einfach nur die Möglichkeit, das hier, oder was heißt nur, habe ich die Möglichkeit, das einfach schnell umzustellen. Ja, okay. Ist ein Punkt, würde ich sagen, wäre mir das Drehen aber wichtiger. Also das Drehen vom Griff? Ja. Ist auch ein Punkt, ja. Was die aber auch noch kann, oder was ja auch noch ein besonderer Punkt ist, ich habe hier ein Spannen rund um die Schiene möglich. Also weil du siehst ja, ich habe vor der Schiene, ich habe hinter der Schiene und ich habe sogar neben der Schiene einen Abstand. Ja. Das heißt, egal, ob ich jetzt hier an der Schiene oder vor der Schiene, hinter der Schiene, sogar hier dieses seitliche, habe ich ganz viele Möglichkeiten, die Zwinge zu positionieren. Und ich habe hier diese Kunststoffplättchen, die kann ich ersetzen, also kann ich beziehungsweise umsetzen. Genau. Ergo, ich habe jetzt hier die auch mal umgebaut schon mal. Ich löse über den Ganze. Knopf, genau. Also. Das heißt jetzt hier, so wäre der Normalzustand. Ja. Wenn ich es aber spreizen möchte, kann ich da auch die Kunststoffplättchen nach oben setzen. Ja, genau. Und dann entsprechend das Ganze nutzen. Ich mache das auch mal hier. Ja, also bei der Zwinge ist es jetzt eigentlich ganz cool, weil du hast jetzt hier einmal die Schutzkappen innen zum Spannen und auf der anderen Seite hast du sie umgebaut zum Spreizen und dann bin ich halt noch schneller und ich habe sogar meine Oberflächen beim Spannen und beim Spreizen geschützt. Also es ist schon wirklich schnell, das muss man wirklich sagen. Ja. Das ist eine tolle Sache. Ja. Wie viel Spannkraft habe ich hier? Auch bis zu 1200 Newton, also bis zu 120 Kilo Spannkraft. Okay. Und welche Längen gibt es? Die gibt es auch in 4 verschiedenen Größen. Die kleinste wäre auch die 15er, 30, 45 und 60 wäre dann wieder die größte. Wir haben uns jetzt 4 verschiedene Zwingen angeschaut, oder 4 verschiedene Zwingenarten. Was ist denn deine persönliche Lieblingszwinge von denen hier? Ich glaube, meine persönliche Lieblingszwinge ist die Getriebezwinge. Warum? Ich weiß nicht, weil die so besonders ist und weil dieser Wow-Moment, den man da erlebt, wenn man das dem Kunden zeigt, ist einfach immer schön. Wenn du mich fragen würdest, wäre es die kleine hier. Ja. Weil, also die habe ich schon ein paar Mal benutzt. Ich mag das total, dass man das eben drehen kann. Aber dass es das nochmal in der Größe und auch in einer kleineren Größe gibt, finde ich schon wirklich genial. Und da ist das Haben-Wollen-Gefühl quasi grenzenlos. Ja, ich glaube, damit bist du auch nicht alleine. Das kann ich mir gut vorstellen. Für euch, wir haben die Patricia heute hier, wenn ihr sagt, Mensch, ihr wollt noch viel mehr euch anschauen. Wir haben noch so viel mehr Produkte, die ihr auch habt. Ja. Und das ist ganz, ganz viel, wo man sagt, erstmal, da kommt man gar nicht drauf, dass es das überhaupt gibt. Ja? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal wiederkommst. Ich würde mich auch freuen, ja. Und für euch viel Spaß mit Bessey und ran ans Werkzeug. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.